Agilität und Scrum, Low-Code und Mindset. Wie hängt das alles zusammen? Warum sind wir mit Low-Code eigentlich schneller? Liegt es nur am Drag and Drop und Configure oder gibt es noch mehr Gründe? Ändert sich etwas in agilen Frameworks, wenn wir Low-Code nutzen? Und können wir durch Low-Code die Anforderungsdefinition und Entwicklung wirklich beschleunigen, ohne dabei an Qualität zu verlieren? Genau darum geht es in diesem Video. Hi, ich bin Alexei und im heutigen Video sprechen wir über Agilität und Low-Code. Fangen wir wie immer mit der Definition der Begriffe. Agilität ist ein Ansatz in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement, der auf Flexibilität, schnelle Reaktionsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung abzielt. Feedback wird regelmäßig von den Endnutzern und weiteren Stakeholdern eingeholt, wodurch sie wesentlich stärker eingebunden werden. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern verbessert auch das Change Management, indem kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen ermöglicht werden. Zudem wird durch Agilität eine richtige Fehlerkultur etabliert, da Fehler schneller entdeckt und korrigiert werden. Fehler werden somit nicht als Problem gesehen, sondern als Chance akzeptiert, aus denen die Menschen lernen und sich verbessern können. Ein bekanntes Framework zur Umsetzung von Agilität ist Scrum. Scrum besteht aus klar definierten Rollen, Events und Artefakten, die gemeinsam sicherstellen, dass das Team effizient und flexibel arbeitet. Beginnen wir mit den Rollen. Product Owner. Der Product Owner oder PO ist dafür verantwortlich, den Wert des Produkts zu maximieren. Er verwaltet das sogenannte Product Backlog, eine Liste aller Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt. Der PO priorisiert die Aufgaben und stellt sicher, dass das Team an den wichtigsten Features arbeitet. Scrum Master. Der Scrum Master unterstützt das Team, indem er sicherstellt, dass Scrum verstanden und umgesetzt wird. Er entfernt Hindernisse, die das Team bei der Arbeit beeinträchtigen könnten, und fördert die Selbstorganisation und Effizienz des Teams. Er schützt das Team vor äußeren Einflüssen, damit sich die Teammitglieder besser auf die Entwicklung konzentrieren können. Entwicklungsteam. Das Entwicklungsteam besteht aus Fachleuten, die erforderliche Arbeit leisten, um ein fertiges, potenziell auslieferbares Produktinkrement am Ende jedes Sprint zu erstellen. Das Team ist selbstorganisiert und cross-functional, was bedeutet, dass es alle Fähigkeiten besitzt, um die Aufgaben im Sprint-Backlog zu erledigen. Es ist wichtig zu betonen, dass alle Rollen im Scrum-Team gleichberechtigt sind. Es gibt keinen Vorgesetzten im Team und alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Diese Gleichberechtigung fördert eine offene Kommunikation und Zusammenarbeit, was für den Erfolg von Scrum entscheidend ist. Nun kommen wir zu den Events in Scrum. Sprint. Ein Sprint ist der Kern des Scrum Frameworks und dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen. In diesem Zeitraum entwickelt das Team ein nutzbares und potenziell auslieferbares Produktinkrement. Jeder Sprint beginnt mit einem Sprint Planning und endet mit einem Sprint Review und einer Sprint Retrospektive. Sprint Planning. Dieses Event markiert den Beginn des Sprints. Das Team plant, welche Aufgaben aus dem Produktbacklog im nächsten Sprint erledigt werden sollen. Dabei werden die Ziele des Sprints und die Aufgaben im Sprint Backlog festgelegt. Daily Scrum. Ein kurzes, tägliches Meeting von etwa 15 Minuten, bei dem das Entwicklungsteam den Fortschritt des aktuellen Sprints bespricht. Jeder Teammitglied berichtet, was er seit dem letzten Meeting getan hat, was er als nächstes tun wird und ob es Hindernisse gibt. Sprint Review. Am Ende des Sprints findet das Sprint Review statt. Das Team zeigt an die Stakeholder des Projekts, was im Sprint erreicht wurde und holt Feedback von den Stakeholdern ein. Ziel ist es, den Fortschritt zu überprüfen und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen. Sprint Retrospektive. Nach dem Sprint Review trifft sich das Team zur Retrospektive, um den vergangenen Sprint zu reflektieren. Es wird besprochen, was gut gelaufen ist, was verbessert werden kann und wie zukünftige Sprints effizienter gestaltet werden können. Dies fördert eine kontinuierliche Verbesserung und die richtige Fehlerkultur. Durch die klar definierten Rollen und regelmäßig stattfindenden Events ermöglicht Scrum eine transparente und strukturierte Arbeitsweise, die auf kontinuierlicher Verbesserung und enger Zusammenarbeit basiert.
Das ist die klassische Beschreibung von Scrum. Natürlich ist dies eine stark verkürzte Version davon. Nach vielen Low-Code-Projekten habe ich jedoch festgestellt, dass Scrum nicht immer optimal von Teams umgesetzt wird und durch die Eigenschaften von Low-Code sogar verbessert werden kann. Scrum wird oft so interpretiert, dass das Entwicklungsteam nur während des Sprint Planning und Sprint Review mit dem PO und den Stakeholdern kommuniziert. Zwischen diesen Meetings liegen teilweise allerdings mehrere Wochen. Für Low-Code ist es deutlich zu lang. Wenn dir diese Informationen bis hierhin geholfen haben, abonniere den Kanal und lass mir ein Like da, um keine weiteren Updates über Low-Code zu verpassen. Nun brauchen wir noch einen Begriff, das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip, auch bekannt als das 80-20-Prinzip, besagt, dass etwa 80% der Ergebnisse durch etwa 20% der Ursachen erzielt werden. Dies bedeutet, dass oft ein Großteil der Arbeit in einem Projekt in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum erledigt werden kann, während restlichen Details und Feinheiten deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen können. So könnte beispielsweise die erste Version einer Software in 20% der Gesamtentwicklungszeit fertiggestellt werden, während die restlichen 80% der Zeit für das Feintuning und Bugfixing und die Optimierung verwendet werden. Wenn wir das Pareto-Prinzip auf die Entwicklung in realen Low-Code-Projekten anwenden, können wir interessante Beobachtungen machen. Insbesondere in agilen Umgebungen ist Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Indem wir die Kommunikation verstärkt in den Fokus rücken, können wir Folgendes erreichen. Der PO konzentriert sich bei der Definition von Backlog-Items gemäß dem Pareto-Prinzip auf das Wesentliche. Ein Entwickler kann dann eine Lösung entwerfen, die ebenfalls dem Pareto-Prinzip folgt. Dank Low-Code-Plattformen kann dies innerhalb weniger Stunden oder Tage geschehen. Anschließend wird die Kommunikation entscheidend. Der Entwickler bespricht seinen Entwurf mit dem PO und gemeinsam definieren sie die verbleibenden Anforderungen. Auf diese Weise kann der PO die ersten Ergebnisse sehen und dabei weitere Details erkennen, während der Entwickler auf Abhängigkeiten und andere nicht triviale Aspekte hinweisen kann. Dieser Ansatz kann die Entwicklung enorm beschleunigen. Lass uns einige Aspekte davon betrachten, die aus der Praxis stammen. In der Theorie ist der PO in der Regel am besten mit dem Ziel und Zweck des Produkts vertraut, was seinen Fokus auf die fachliche Seite legt. Der Entwickler hingegen konzentriert sich eher auf die technische Seite. Wenn beide einen Lösungsentwurf haben, können durch Kommunikation weitere Anforderungen einfacher detailliert werden. Es ist oft schwierig für den PO, abstrakte Ideen zu visualisieren und darauf basierend spezifische Aspekte im Voraus zu planen. Auf der anderen Seite kann der Entwickler möglicherweise auf einfache Umsetzungsmöglichkeiten hinweisen, die der PO möglicherweise als schwierig oder komplex betrachtet. Durch diesen Ansatz versteht der Entwickler die Anforderungen besser, während der PO ein Teilergebnis sieht, das seinen Vorstellungen sehr nahe kommt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in der Entwicklung minimiert. Praktische Erfahrungen zeigen, dass die Fehlerquote mit diesem Ansatz deutlich niedriger ist und die Nachbearbeitungszeit ebenfalls minimiert wird. Wir haben praktisch das Pareto-Prinzip in Quadrat angewendet. Mit nur 20% der Zeit wurden die Anforderungen definiert und weitere 20% würden für den Lösungsentwurf verwendet. Low-Code hat es uns ermöglicht, den Dialog zwischen Entwicklern und PO zu fördern, Fehler zu minimieren und den Teamgeist zu stärken. Aber ist das nur durch Low-Code möglich? Natürlich nicht. Mit herkömmlicher Programmierung, also High-Code, kann dieser Ansatz genauso gut umgesetzt werden. Tatsächlich setzen bereits viele erfahrene Entwickler dieses Konzept ein. Doch die Realität zeigt, dass erfahrene High-Code-Entwickler, die schnell entwickeln können, eher selten und teuer in der Anstellung sind. Low-Code demokratisiert diesen Ansatz und ermöglicht weniger erfahrenen Entwicklern, ihn ebenfalls zu nutzen. Durch seine Eigenschaften prägt Low-Code diesen Ansatz auf natürliche Weise bei den Entwicklern. In High-Code-Teams, die das agile Mindset nicht aktiv vorantreiben, werden die Vorteile der Agilität logischerweise nicht vollständig ausgeschöpft. Daher kann Low-Code fast als Garant für ein agiles Mindset im Unternehmen betrachtet werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib in den Kommentaren,
was du über Agilität und Flowcode denkst. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.